Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es einen richtig leckeren Krautsalat. Krautsalat klingt erstmal langweilig, von wegen. Heute zeige ich euch eine Version, die ordentlich Geschmack hat. Mit gebratener Zwiebel und Karotte, die für Röstaromen sorgen. Das Dressing werden wir mit heißer Brühe zubereiten, somit können die Gewürze gut entfalten. Es klingt erstmal ungewöhnlich, aber schmeckt fantastisch. Ideal als Beilage, auch zum Gegrillten, aber auch als leichter Hauptgang. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Kohl, ich habe hier Spitzkohl, man kann aber auch Weißkohl nehmen, Zwiebel, Karotte, Gemüsebrühe, Kümmel, Senf, Salz, Pfeffer und wir brauchen noch Öl und Essig. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, Schürze an und es geht jetzt los. Ich werde zuerst den Kohl vorbereiten, halbieren, den Strunk entfernen und in Streifen schneiden. Den geschnittenen Kohl geben wir in eine Schüssel. Mit dem Salz bestreuen, kräftig durchkneten, sodass Salz überall dran kommt und so dass der Kohl weich wird und etwas Flüssigkeit zieht. Nun lasse ich den Kohl weiterziehen und ich werde jetzt die Zwiebel fein würfeln und die Karotte raspeln. Und das Endstück von der Karotte wird gegessen. Als nächstes werden wir die Karotte und die Zwiebel anbraten. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen. Dann werden wir die Zwiebel gleisig anbraten. Die Zwiebel sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben Zwiebelaromen, es duftet richtig gut. Und nun werde ich die Karotte gelbbraun anbraten. Die Zwiebeln und die Karotten sind richtig gut angebraten und ich werde sie jetzt zum Spitzkohl geben. Und gründlich vermengen. Und dann lassen wir weiterziehen. Nun wird das Dressing zubereitet. Dafür nehme ich die gleiche Pfanne wie vorhin, weil ich super Aromen von der Zwiebel und Karotte habe. Das Wasser wird jetzt erhitzt. Dann gebe ich die Brühe. Dann würze ich mit Pfeffer. Mit Salz würde ich vorsichtig sein, weil in dem Kohl ist schon genug Salz drin. Am besten nachher abschmecken, sodass nicht zu salzig wird. Ich werde jetzt nur Pfeffer reingeben, Senf und gut vermengen, bis der Senf sich gut aufgelöst hat. Zum Schluss noch etwa 2 Esslöffel Olivenöl zufügen und 1 Esslöffel Essig. Dann lassen wir das Dressing noch ein Minütchen köcheln. In der Zwischenzeit möchte ich angeben jetzt mit einem Küchenaccessoire, was ich mir geholt habe. Hier
So, das ist ein Magnetbrett, wo alle meine Messer fest an der Wand sind. Und das ist eine super Sache. Passt auch vom Design her, von der Farbe. Es gibt auch in Holzoptik, aber die passt wunderbar in meine Küche. Ja, und hier habe ich ein Messer. Wenn ihr dann seht, das ist Kochwelt. Kochen aus Leidenschaft. Ja, wenn ihr Interesse habt und auch solche Gravierungen haben möchtet, dann einfach melden oder auf Holz und Schiefer. Auf Fliese ist auch möglich. Das Dressing ist jetzt auch fertig und wir geben das Dressing zu dem Kohl, zu der Zwiebel- und Karottenmischung. Und jetzt alles gründlich vermengen. Es wird jetzt probiert. Den Salat etwa 30 Minuten ziehen lassen. Am besten schmeckt er, wenn er ein paar Stunden im Kühlschrank durchzieht. Wow! Sensationell! Und das ist noch nicht richtig gezogen und schmeckt trotzdem fantastisch. Ich könnte mich reinlegen. Übrigens, man kann mit dem Salat super Diät machen, abnehmen und trotzdem lecker essen. Ne? Et voilà, da ist er, der leckere Spitzkohlsalat. Ob zum Grillen, Picknick oder einfach so. Dieser Salat bringt richtigen Geschmack auf den Teller und ist dabei noch sehr einfach zu machen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert den Salat und schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das Rezept gefallen hat und der Salat euch gut geschmeckt hat. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Diejenigen, die neu dabei sind, drückt auf den roten Button und abonniert meinen Kanal. Es gibt so viele tolle Rezepte hier zu entdecken. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!